herzlich willkommen zum heutigen Online-Seminar der Bucher GmbH. Ich bin der Entwickler von Bucher Coaching Systems, ein System im Komplementärmedizinbereich. So, wir beginnen mal mit dem heutigen Thema, nämlich Strategien zur Interpretation der Scannergebnisse. Ich will was vorausschicken, nämlich dass es hier um energetische Scans geht. Also alles, was ich jetzt gleich an Informationen liefere, betrifft nicht physikalische Scans, wie zum Beispiel Laborergebnisse oder Ultraschalluntersuchungen oder ein EKG, das gemessen wird. Mir geht es jetzt nur um psychoenergetische Scans, die im Bereich der Bewusstseinsmedizin durchgeführt werden. Und die sind außerhalb der konventionellen Medizin. Dazu will ich euch erstmal eine Frage stellen. Und zwar, was ist wichtiger? Erstens, die Kenntnis über ein bestehendes Problem bzw. Symptom oder Diagnose. Oder zweitens, die Kenntnis über die Ursachen und die Lösungen. Schreibt doch mal in den Chat rein, entweder die Zahl 1 für wichtig, Problem zu erkennen oder 2, richtig Lösung zu kennen. Was ist eurer Meinung nach wichtiger? Ich sehe schon, da kommen schon Antworten von Spezialisten. Die kennen mich alle schon ein bisschen. Einer hat jetzt 1 geschrieben. Ja, es ist beides wichtig, aber wir sind ja, das komme ich aber nachher noch dazu, wir sind ja keine Mediziner, wir sind ja keine Ärzte, die jetzt mit der Diagnose oder dem Befund irgendwas anfangen können. Wir arbeiten ja da drüber, übergeordnet im Bereich der Komplementärmedizin. Und deswegen ist sozusagen das Problem zu kennen nicht mal so wichtig wie die Lösung dazu zu kennen. Aber ich gehe da gleich noch näher darauf ein. Also die meisten haben ja mit 2 geantwortet und wie schon gesagt, wir sind ja keine Doktoren oder studierte Mediziner und deswegen können wir oft mit den Diagnosen oder Krankheiten der Patienten nicht viel anfangen. Dazu fehlt uns einfach das Hintergrundwissen. Meines Erachtens ist das auch überhaupt nicht die Aufgabe von energetisch arbeitenden Therapeuten oder Coaches. Und deswegen sollten wir weniger den Fokus auf das Problem legen, und mehr den Fokus auf die Lösung. Dies kommt uns auch sehr bei den Scannergebnissen im Scan von energetischen Systemen zugute, denn dort findet man nämlich üblicherweise auch nichts vom Problem, sondern nur von den Themen, die eine Lösung versprechen. Und ich mache jetzt mal ein paar Beispiele. Nehmen wir an, Kopfschmerzen und im Scan steht Kopfschmerzen. Was bringt uns das? Der Patient weiß es, der Therapeut weiß es. Wenn jetzt im Scan als Ergebnis Kopfschmerzen drin steht, dann bringt es beide nicht weiter. Vielleicht steht aber im Scan was anderes drin, was jetzt gar keinen direkten Bezug zu Kopfschmerzen den Anschein hat. Zum Beispiel Mobbing am Arbeitsplatz oder Beziehungsprobleme oder Erziehungsprobleme, wenn ich eine Tochter habe, die gerade in der Pubertät ist oder Erbstreitigkeiten zum Beispiel. Das können also alles Dinge sein, die eben Kopfschmerzen verursachen. Aber hier geht es dann um die Lösung dieser Kopfschmerzen und nicht um die Kopfschmerzen selber. Ich kann Kopfschmerzen nicht mit Kopfschmerzen behandeln. Anderes Beispiel, Rückenschmerzen. Im Scan steht Rückenschmerzen. Der Mensch hat Rückenschmerzen. Und ja, der Mensch weiß das. Der Therapeut sieht das. Der sitzt irgendwie so da. Ihn schmerzt es, wenn er sich bewegt. Also es ist eigentlich klar, was der Mensch hat. Deswegen braucht das nicht in einem Scan stehen. Was vielleicht im Scan steht, da steht vielleicht drin fehlende Bewegung. Der Mensch sollte sich mal bewegen, der sollte mal laufen. Vielleicht hat er eine sitzende Tätigkeit und gleicht das nicht aus. Vielleicht hat er Übergewicht. Vielleicht ist er physisch überlastet. Ich hatte mal Kreuzschmerzen, als ich mein Hochbeet gebaut habe. Da musste ich also sehr viel körperlich arbeiten, war das nicht gewohnt. Ruckzuck ist mir ins Kreuz gefahren und da blieb es dann auch eine Woche. Oder es kann natürlich auch eine Überlastung psychischer Art sein.
Machen wir noch mal ein anderes Beispiel. Das habe ich gestern gerade mit jemandem besprochen. Problem mit der Atmung. Wenn man nicht genug Sauerstoff im Blut hat, dann sind 5 Treppen und der Mensch, der hechelt und schnauft und kommt nicht vorwärts. Und was wäre da die Lösung? Ein Sauerstoffgerät? Soll ich dem jetzt ein Sauerstoffgerät geben, damit er Sauerstoff kriegt in Zukunft, langfristig als Lösung? Das kann es nicht sein. Wir müssen prüfen, wo kommt denn das her? Ist er vielleicht völlig übersäuert und hat deswegen das Problem? Hat er vielleicht auch ein Problem mit Körpergewicht? Müssten wir das regulieren? Hat er irgendwelche Essgewohnheiten oder so? Und immer vorausgesetzt, dass der Mensch schon beim Arzt war und das abgeklärt hat. Ja, wenn der zu uns kommt und nur uns als Lösung möchte, könnte das verdammt schief laufen. Das wollen wir also nicht. Das sind also dann Dinge, die eben nicht augenscheinlich mit dem Problem direkt zu tun haben, sondern es sind Dinge, die die Ursachen betreffen und die die Lösungen anzeigen, die man daraus kreieren könnte. Ich möchte vielleicht noch ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich äh, aufzeigen, etwas weg von dem Thema der Gesundheit, nämlich in der Unternehmensberatung. Es gibt ja auch einige unserer Kunden, die die Unternehmensberatung einsetzen. Und jetzt machen wir mal den fiktiven Fall, der wahrscheinlich gar nicht so fiktiv ist. Ein Unternehmen hat Finanzprobleme. Ja, die Zahlung der Gehälter ist in Gefahr. Und eine Variante, eine Lösung wäre jetzt einfach einen Kredit zu nehmen und mit dem geliehenen Geld die Gehälter zu zahlen, die offenen Zahlungen zu begleichen. Und somit ist das Problem erledigt. Die Gehälter sind bezahlt, die Firma existiert weiter, alles ist wieder okay. Oder vielleicht doch nicht. Was ist, wenn der Kredit auch aufgebraucht ist? Sich immer wieder neue Kredite zu besorgen, ist ja in der Regel nicht die Lösung für Geldmangel, so wie das zum Beispiel die Amerikaner machen. Wenn eine Kreditkarte nichts mehr hergibt, dann hole ich mir halt eine Kreditkarte von einer anderen Bank. Das ist im Prinzip nur eine Verschiebung des Problems in die Zukunft. Und was dann nachher ist, dass das Problem in der Regel durch das Verschieben auch immer größer wird. Ich muss also schauen, was die Ursache des Geldmangels ist. Gibt es da in der Firma beispielsweise ein Problem mit dem Produkt? Muss ich da was verbessern? Muss ich was ändern? Muss ich vielleicht eine andere Farbe nehmen oder vielleicht eine neue Funktion in das Produkt einbauen? Oder spreche ich im Marketing überhaupt die richtige Zielgruppe an? Ich mache mal ein extremes Beispiel, bei dem man das erkennen kann. Wenn ich meine Werbung so aufbaue, dass ich ältere Menschen anspreche, zum Beispiel Rentner, und denen dann Surfbretter für einen Aktivurlaub am Meer verkaufen will, dann wird das wahrscheinlich wohl nicht klappen. Wenn der Chef aber meint, dass das genau die Marktlücke ist und er darauf besteht, dann kann das natürlich Arbeitsplätze kosten oder es kann vielleicht sogar die Pleite des kompletten Unternehmens verursachen. Ich müsste mir also als Chef vielleicht überlegen, ob ich dieser Zielgruppe, die ich da anspreche, nicht besser Nordic Walking Stücke verkaufen soll. Oder ich muss meine Zielgruppe ändern, zum Beispiel auf junge, ledige Menschen. Das wäre also auch noch eine Variante. Aber jetzt komme ich wieder zurück auf den Scan. Wenn wir im Scan als Ergebnis finanzielle Probleme sehen, dann hilft das der Firma nicht, weil jeder weiß, die Firma hat finanzielle Probleme. Wenn im Scan aber als Ergebnis falsche Zielgruppe im Marketing steht, beispielsweise, dann kann das einiges bewirken. Bei so einer Neuausrichtung von einem Produkt oder Zielgruppe passt plötzlich alles zusammen. Die Produkte lassen sich jetzt massenweise verkaufen. Die Einnahmen übersteigen dann den Aufwand und das Geldproblem ist dann nachhaltig behoben. Das wäre das Beispiel in einer Firma, wo man auch sieht, dass eben die ähm, Probleme gar nicht so wichtig sind wie die Lösungen, die dort anzuzeigen. Ich möchte jetzt am Anfang aber erstmal ein paar Aussagen zum Nutzen
von psychoenergetischen Scans festhalten und anschließend auch begründen. Zunächst mal, was ein Scan kann und was ein Scan nicht kann, Entschuldigung, und was er auch gar nicht will. Und da ist meine erste Aussage, ein Scan zeigt keinen Ist-Zustand an. Die zweite Aussage ist, am Scan kann nicht unbedingt abgelesen werden, wie schwer, wie groß das Problem des Patienten ist. Und jetzt, was der Scan kann und was er bietet, das wäre die Aussage 3. Es werden Themen angezeigt, die eine Lösung implizieren oder sogar bieten. Dann Aussage 4. Bei vielen negativen bzw. vielen schlechten Scannergebniseinträgen kann man oft erkennen, dass der Patient viele belastende Themen mit sich herumträgt. Und jetzt möchte ich auf diese 4 Aussagen einzeln eingehen. Die erste Aussage war, die Scans liefern keinen Ist-Zustand. Und warum? Wir haben kein medizinisches Diagnosegerät. Wir scannen keine physischen Parameter des Patienten. Stattdessen fragen wir das morphogenetische Feld, wie wir die bestehenden Probleme des Patienten oder Klienten lösen können. Ja, manchmal braucht der Patient eine Bestätigung seiner Krankheit. Er will vielleicht nicht als Simulant wahrgenommen werden oder er will es vielleicht schriftlich haben, dass er mit diesem oder jenem Symptom lebt. Warum soll uns das morphische Feld Dinge erzählen, die dem Patienten bereits bekannt sind? Viel wichtiger als das Problem, als die Krankheit, wie schon mehrfach angedeutet, oder auch wichtiger als Diagnose ist der Hinweis auf die Lösung dieser Dinge. Diese liefert der Scan in Form von Themen, die man mit dem Patienten bespricht, aber dazu mache ich nachher noch ein bisschen detaillierter weiter. Nochmal, aktuelle Symptome, Krankheiten, Diagnosen beim Patienten werden höchst selten im Scan erwähnt und auch nur dann, wenn sie selbst einen direkten Ursachenbezug besitzen. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn eine Mutter starke Kopfschmerzen hat, reagiert sie gereizt auf ihre Kinder. Sie kann in dem Moment einfach nicht mehr so geduldig sein, wie sie sonst wäre. Die Beziehung zu den Kindern leidet natürlich darunter. Also sind die Kopfschmerzen die Ursache für das aktuelle Problem mit den Kindern. Dann würde der Eintrag Kopfschmerzen im Scan einen Sinn machen. Wenn aber die Ursachen für die Kopfschmerzen, wenn wir aber die Ursachen für die Kopfschmerzen suchen, warum sollte dann der Eintrag Kopfschmerz erscheinen? Der Kopfschmerz ist ja nicht die Ursache für die Kopfschmerzen. Und das könnten zum Beispiel finanzielle Sorgen sein oder Probleme am Arbeitsplatz oder andere Dinge. Das war jetzt erstmal eine ausführliche Beschreibung zu meiner ersten Aussage. Ein Scan zeigt keinen Ist-Zustand. Dann kommen wir zu Aussage 2. Ein Scan zeigt nicht, wie schwer oder wie groß das Problem ist. Da das Problem im Scan ja gar nicht aufgeführt ist, können wir dazu natürlich auch wenig oder keine Aussagen machen. Und wie groß das Problem ist, muss uns eigentlich der Patient sagen, weil niemand weiß das besser als der Patient. Er hat ja bisher mit dem Problem oder mit dem Leiden gelebt und er will das jetzt nicht mehr. Er sucht einen Weg, das Problem zu lösen und ist deshalb ja zum Therapeuten oder zum Coach gegangen. Was passiert jetzt aber, wenn wir einen Patient haben, der gar kein Problem hat, der ist sogar optimal gesund und der will einfach nur mal so einen Scan machen, weil es ihn interessiert? Was wird das Feld dann antworten? Also es gibt eigentlich immer einen gewissen Bedarf zur Optimierung. Wenn nicht körperlich, dann vielleicht in der Psyche, bezogen zum Beispiel auf Ängste, bezogen auf falsche Verhaltensmuster oder Glaubenssätze. Das Feld wird auf jeden Fall immer den Patienten
mit Themen konfrontieren, die gelöst werden können. Nur wenn der große Leidensdruck fehlt, weil es dem Menschen super geht, dem geht es super gut, dann macht es auch keinen Sinn, diese Themen zu bearbeiten. Denn in diesem Fall schafft es der Patient ja physisch oder psychisch mit dem Problem umzugehen. Vielleicht schafft er es sogar in diesen Bereichen stärker zu werden und so gesundheitlich und psychisch zu wachsen. Dementsprechend sollte man eigentlich bei einem Scan von Menschen, die nur zum Test mal schauen wollen, vorsichtig sein. Denn je nachdem, was es für ein Mensch ist, kann das Selbstvertrauen schnell zerstört werden, wenn plötzlich Dinge im Scanner erscheinen, mit denen der jetzt gar nicht gerechnet hat. Kommen wir jetzt zu dem, was einen energetischen Scan so wertvoll macht. Das wäre die Aussage 3 und 4. Die dritte Aussage heißt, es werden Themen angezeigt, die eine Lösung bieten. Ein bisschen wurde das ja schon bei den beiden vorherigen Aussagen mitbeantwortet. In den Beispielen, die ich am Anfang nannte, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Probleme mit der Atmung, da haben wir ja gesehen, dass Lösungen ganz oft an einer anderen Stelle liegen, als wir sie vermutet haben. Im Scan, die im Scan angezeigten Themen müssen jetzt mit dem Patienten besprochen werden. Und dazu wollen wir die Themen herausfiltern, die den Patienten stark belasten. Wie können wir das tun? Wir müssen dem Patienten zu den angezeigten Themen Fragen stellen, die er beantworten muss. Und was passiert, wenn wir tatsächlich an ein Thema kommen, das den Patienten stark belastet? Er wird natürlich auch mit starken Emotionen reagieren. Er wird vielleicht lauter sprechen, vielleicht sprudelt es aus ihm heraus, vielleicht wird er ganz einsilbig und bekommt einen ernsten und traurigen Blick. Oft fließen ja sogar Tränen in so einem Fall. Hier ist also das Einfühlungsvermögen des Therapeuten oder Coaches gefragt, denn er sollte besonders darauf achten, wie die emotionale Reaktion in den Antworten ausfällt. Ja, ist die beispielsweise stark von Trauer oder Wut geprägt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses Thema ihn stark belastet, vielleicht sogar so stark, dass er das Symptom, wegen dem er uns um Hilfe bittet, ausgelöst wurde und es immer wieder verstärkt. Ein Beispiel könnte sein, wenn in einer Datenbank, da gibt es eine, die heißt Reden über, der Eintrag Vater erscheint. Ich mache jetzt da auch mal ein Beispiel. Der Therapeut würde jetzt fragen, wie ist denn oder wie war denn die Beziehung zu Ihrem Vater? Und dann könnte folgende Antwort kommen als Beispiel. Ja, mein Vater ist schon gestorben, aber wir hatten nie ein gutes Verhältnis. Zum Schluss hat er auch noch auf Drängen meiner Schwester sein Testament geändert und dann alles meiner Schwester vermacht. Und die schmeißt das Geld jetzt zum Fenster raus. Dabei hätte mir doch die Hälfte zugestanden. Jedes Mal, wenn ich meine Schwester oder ihre verzogenen Kinder sehe, dann steigt bei mir der Blutdruck. Das könnte also die Geschichte sein, nur wenn ich das Thema mit dem Vater anspreche. Wie lange kann ein Mensch sowas aushalten? Welchen Schaden kann er da nehmen, wenn sein ganzes restliches Leben von so einem Erbstreit vergiftet wird und er sich sozusagen bis zu seinem Tod von seiner Schwester und von seinem Vater ungerecht und schlecht behandelt fühlt? Wir müssen jetzt als Coach versuchen, es so hinzubekommen, dass dieses Thema den Menschen nicht mehr belastet. Und ja, auch der Heilpraktiker wird in diesem Moment zum Coach. Er hat viele Coaching-Aufgaben, ebenso wie ein normaler Coach, obwohl es dabei um nicht weniger als die physische Gesundheit des Patienten geht, die in Gefahr ist, von diesem Erbstreittrauma, das er da hat. Und dies ist einer der wichtigsten Vorteile im Vergleich zu allen anderen Verfahren, die es gibt. Wir bekommen einen Hinweis
zur Ursache des Symptoms und wir können uns dann überlegen, wie wir diese Ursache außer Kraft setzen können. Machen wir das mit der symptomauslösenden Ursache, dann wird der Patient eine große Erleichterung verspüren. Das Ziel ist es, das Symptom über die Selbstheilungskraft des Patienten aufzulösen, denn das Symptom wird ab jetzt nicht immer wieder neu angestoßen. So viel also zur Aussage, dass im Scannergebnis Themen zu den Ursachen zu finden sind. Dann kommen wir zur Aussage Nummer 4, auch etwas Positives. Viele Themen, viele Ursachen, so könnte man das überschreiben. Wenn in einem Scan sehr viele Themen aufgelistet werden, die vielleicht sogar aus allen möglichen verschiedenen Richtungen stammen, dann kann man daraus durchaus schließen, dass das Symptom des Patienten vielleicht nicht nur mit dem Lösen einer einzelnen Ursache erledigt wird. Manchmal gibt es da ein ganzes Netzwerk das vom Patient aufgebaut wurde, bestehend aus zum Beispiel echten Ursachen, aus Blockaden, die in seinem Kopf sitzen oder falschen Glaubenssätzen. Und dieses Netzwerk, das sollten wir dann entwirren und die einzelnen Knotenpunkte nach und nach auflösen. Aber insbesondere beim Scannen im Bucher Vita Coach muss man ein bisschen aufpassen, denn dort kann man ja die Scantiefe auch manuell einstellen. Wenn man also einstellt, dass man sehr viele Ergebnisse haben möchte, dann werden möglicherweise auch Einträge angezeigt, die nur Nebenschauplätze oder Randthemen sind. Mit der Zeit bekommt man aber, wenn man unser System anwendet, ein bisschen ein Gefühl für die Scan-Ergebnisse. Insbesondere, wenn man mit der Scan-Tiefe spielt. Auf jeden Fall ist es, wenn viele verschiedene Ursachenthemen angezeigt werden, leichter festzustellen, wenn man die automatische Scan-Tiefe nutzt, also insgesamt automatisch, steht da oben drüber. Ich hoffe, dass ich mit den Infos jetzt die Einordnung der Scannergebnisse für euch ein bisschen leichter gemacht habe, denn es macht naturgemäß Probleme, wenn jemand die Scannergebnisse dem Patienten vorlegt und dann einfach behauptet, dass das, was da steht, sein Problem ist. Es ist eben nicht sein Problem, sondern es sind die Themen, die zu seinem Problem geführt haben oder immer noch führen. Es sind die Themen, die der Patient verarbeiten muss und diese sind nicht gleichlautend wie seine Symptome oder Probleme. Soweit von meiner Seite aus zur Interpretation der Scannergebnisse. Habt ihr dazu noch Fragen? Kann ich etwas dazu sagen? Ja, gerne. Ja, also Fang an. wir sprechen jetzt nur vom Gerät, oder? Aber das ist ja nur der eine Teil. Also der wichtige Teil ist ja, wenn wir die Auswertung anschauen, dann schaue ich ja mal zuerst, wo ist der rote Faden, Ja, ja. oder? Und dann ist aber der zweite Schritt ist wichtig, wenn der Klient, der Kunde in Resonanz geht mit etwas. Mhm. Dann haben wir dort den Punkt, wo er Veränderungen machen kann. Da können wir noch lange darüber sprechen, dieses und jenes. Wenn der Kunde nicht in Resonanz geht, passiert gar nichts. Richtig. Und das denke ich, das ist sehr entscheidend. Darum, auch wenn wir das jetzt, den Moment abfragen, dann wir den Moment ab. Aber wenn äh, gestern, wenn ich etwas Schweres gegessen habe und ich habe noch Frust gehabt und ich mache heute die Abfrage, dann sieht die doch anders aus, als wenn ich gestern an einem wunderbaren Konzert war und ich höre die Musik immer noch. Ja, Oder? Dann absolut. habe ich, dann Mhm. habe ich einen anderen Scan und darum spielt es eine große Rolle, dass wir nicht nur den Scan anschauen, sondern dass der Austausch mit dem Klienten, dass das macht es das Ganze dann, dass wir überhaupt ein Resultat kriegen, dass das Erwünschte geschehen kann. Ja, sehr gut.
Du möchtest auch was dazu sagen, Silvia? Ja, ich möchte auch was dazu sagen, weil du das jetzt so schön erwähnt hast. Und gerade hatte ich so ein schönes Beispiel die letzten Tage, Wolfgang. Ja? Ich habe selbst Nierenbeschwerden gehabt. Also war beim Arzt, weil du sagst, es zeigt es nicht an. Und habe mir gedacht, so, jetzt habe ich ja daheim auch den Corpus, wie heißt der? Corpus Analyzer. Energetik-Check. Und dann habe ich gedacht, den jagst jetzt einmal durch. Das interessiert mich jetzt einfach. Dann kam Mhm. bei mir wirklich heraus dieses Osteoporose-Thema. Das fand ich jetzt ganz schön, wie du das erklärt hast, weil ich mir gedacht habe, ja, stimmt, wenig Bewegung zurzeit, müsste ich mehr haben. Das muss man halt dann auch irgendwie so querdenken, möchte ich mal sagen, das stimmt. Aber es kam auch bei der Niere ganz extrem knallrot, also Eiweiß im Urin vor. Aber Mhm. richtig knallrot. Heute nach 3 Tagen habe ich es mal wieder gemacht. Habe gedacht, na gut, machst mal so wegen Homöopathie und so, ne? Nimmst du jetzt Mhm. nicht gleich das Antibiotika, es ist leicht besser, aber es zeigt es mir an. Und was ich dir noch so erklären wollte, wie ich so arbeite, wenn ich das sehe bei den Patienten, ist es so, ich denke analog, weil jetzt, wenn jemand auch Herzprobleme wirklich hat, das fragt man natürlich in der Anamnese, aber auch dann ist der Hintergrund ja der, wo macht der Mensch sich so viel Druck, dass das Herz leidet? Oder hat man Mhm. Asthma-Beschwerden? Also das muss man mit dem Patienten klären. Und wenn man dann die richtigen Themen so erwischt, dann muss ich sagen, dann fließen auch oft Tränen. Und dann merke ich, so wie der Herr von Bergen gesagt hat, so, die Emotion spielt dann mit und dann haben wir einen Treffer und dann fängt auch ein Heilungsprozess an. Aber man Ja. muss viel analog denken und querdenken und Mhm. dann also sehen, wenn ich die Analyse ganz habe, den roten Faden, weil irgendwo geht er immer Ja. wieder durch. Ja. Und dann die richtigen Fragen stellen. Da gibt es zum Beispiel bei dem anderen, beim Vita-Coach eben das Reden über. Das trifft Mhm. eigentlich fast immer auf den Punkt. Und irgendwann fällt dann was ganz wie die Schuppen von den Augen und dann geht es eben an, die alten Muster zu gehen. Und das, denke ich, ist die energetische Arbeit, Wolfgang, nicht so 1:1, aber ich muss schon sagen, trotzdem zeigt er das wirklich recht gut an, was fehlt. Also ich habe es auch schon Mhm. gesehen bei meiner Schilddrüse, Selen ist dann mal wieder im Ja. Keller, dann supplementiere ich das, dann geht es wieder hoch, weißt du? Aber Das ist trotzdem das, ist die was Schilddrüse ich die meine, Emotionen. dass 80% schon das Ja, betrifft. Du kannst da auch drauf gehen, aber du musst auch damit rechnen, dass 20% komplett ausscheren und plötzlich irgendeine Lösung anzeigen, wo du von dem, wenn du das jetzt auf den Körper übersetzt, gar nicht zutrifft. Ja, hätte sein können, du hast was mit der Leber. Da steht was mit der Leber dran und eigentlich hast du ein Problem mit der Niere. Wenn du aber das Problem mit der Leber auflöst, ist vielleicht die Niere auch wieder in Ordnung. Solche Dinge können da auftreten. Aber natürlich ist klar, dass ein Scan auch Dinge anzeigt, die jetzt gerade stattfinden. Nur eben ist es nicht die Priorität und nicht das, was wir im Feld abgefragt haben. Aber das kann natürlich, kommt auch vor. Und ich habe es ja auch gesagt, insbesondere wenn das Symptom einen Ursachenbezug hat, dann auf jeden Fall, dann wird auch das Symptom dort erscheinen. Ja, danke. Ich kann das nur unterstützen von der Frau Pöhnlein. Wir sind ja Mhm. Therapeuten und wir müssen erstmal zuhören. Bevor wir Ja. Fragen stellen, müssen wir erstmal zuhören. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, es wird uns eigentlich alles erzählt. Wir müssen einfach nur ein bisschen merken, in welche Richtung. Und dann Ja. nutze ich natürlich das von Wolfgang entwickelte System parallel. Das muss ja der Patient nicht gleich sehen, um mal zu sehen, ja, ist das hier eine Bestätigung? Wir müssen auch immer dran denken, unser Körper ist 0,00000, ich sage jetzt nicht wie viel, aber es ist so gering. Wir haben ein geistiges System und dieses geistige System, das ist am Ende der Fehler. Das ist die Ursache. Die Folgen heißen Krankheiten, die Folgen heißen Bronchitis, die Folgen heißen Niere. Aber wir müssen vorher beginnen. Wie ist denn der Bewusstseinszustand des Menschen? Ich weiß, ich sollte das mit dem Wein nicht nennen, aber wie reagieren jetzt viele Menschen auf diese Gesamtentwicklung? Wie sind sie eingestellt? Wenn wir nicht anfangen, unser Bewusstsein in Richtung Anstand und Vernünftigkeit wieder zu ändern, dann Mhm. werden wir von den Krankheiten nicht wegkommen. Und wir Mhm. haben die Erfahrung gemacht, und da danke ich Wolfgang unendlich,
dass wir diese Systeme nutzen können, aber immer mehr und mehr in das Geistige gehen, in die Veränderung der Menschen. Dann verändern sie auch ihre Erkrankungen. Das ist unsere Aufgabe und das ist unser Ziel. Und das finde ich so schön, dass das der Jörg von Bergen sagt und die Frau Böhnlein auch. So müssen wir arbeiten und so haben wir alles an der Hand, was wir brauchen. Mhm. Ja, danke schön. Kannst du dich noch an den Jörg Helge Drews erinnern? Der hat mal gesagt, den Spruch, laberst du noch oder fragst du schon? Und das ist relativ gut zutreffend, weil viele Therapeuten halt ja ihre Ideen da aufstülpen und nicht auf das hören, was der Patient sagt. Weil das wäre ja das Allerwichtigste, dass ich einfach mitkriege, was arbeitet denn in dem, was ist denn da, was ihn belastet. Und wenn ich das dann verstehe, dann ist es die Möglichkeit, diese vielleicht fehlerhafte Vision, die der Mensch in seinem Leben hat, zu berichtigen. Und das kann dann ganz viel lösen. So wie du sagst, ist es genau richtig. Ich habe so ein schönes Beispiel. Ich hatte einen Patienten jetzt, der hatte echte Geldprobleme und hat sich Sorgen gemacht, wie seine Firma funktioniert und das hin und her. Und am Ende habe ich zu ihm gesagt, was war mit 7 Jahren? Ja, sagte, mit 7 Jahren war was ganz Schlimmes. Ich war auf einem Markt und jemand hat mich durch die Luft gewirbelt und dabei sind meine 2 Mark rausgefallen. Und die habe ich nicht wieder gefunden. So einfach, Wolfgang, kann manchmal Therapie sein. Und dann habe ich ihm die 2 Mark hier wiedergegeben, habe mit ihm ein kleines Gebet gemacht und er hat nie wieder von dem Thema Geld gesprochen. Wie bist du denn auf die 7 Jahre gekommen? Das habe ich bei dir gelernt. Okay, ja gut, ist ein schönes Beispiel, muss Ich man habe noch sagen. etwas zu sagen zu Ja, die Fragen in der Psyche, oder? Äh, mhm. immer, wenn ich will immer 2 Fragen haben, wenn ich ein Coaching habe. Mhm. Und wenn ich beide habe, und das ist immer die Frage, wie das Gespräch läuft. Und wenn ich zu beiden Fragen den Punkt erwischt habe, dann weiß ich, jetzt bin ich da. Mehr muss ich nicht tun heute. Okay. Und das ist immer treffend. Mhm. Kannst du da ein Beispiel machen? Ja, ich hatte zum Beispiel, war eine Mutter und das Kind war bei mir. Und das Kind hatte eigentlich immer Schulprobleme. Und bevor sie gekommen sind, hatte ich den Lauf gemacht und da kam Pausenplatz. Mhm. Und im Gespräch drin habe ich dann im richtigen Moment habe ich gefragt, was passiert denn, wenn ich dir sage Pausenplatz? Und er hat es gemacht. Ja, da hat mir einer das Messer hingehalten. Mhm. Oder? Und das konnte er zu Hause nicht erzählen. Mhm. Oder? Und da hatten sie die Möglichkeiten, das aufzulösen. Ja. Und so konnte er wieder normal in die Schule gehen, ohne dass er immer diese Ängste haben musste. Mhm. Mhm. Ja, Ja, das ist ganz wichtig, dass man eben diese Dinge löst. Und oft geht es da halt dann um Information und nicht um Medikamente oder ähnliches. Weil wie hätte ich denn das jetzt medikamentös behandeln sollen? Ein irgendwie Depressionshemmer oder ein Psychopharmaka, das wäre aber letztendlich ja nicht die Lösung gewesen. Die Lösung war reine Information. Ich muss also dem Menschen klar machen, dass das, was er erlebt hat, auf ihn eine negative Auswirkung gehabt hat und er sein Vertrauen in die Menschen, in das Leben verloren hat. Natürlich würde ich auch empfehlen, dass Konsequenzen folgen. Also er muss das zu Hause erzählen, er muss es der Schulleitung sagen, es kann nicht sein, dass da einer mit dem Messer rumläuft. Das ist sozusagen die Veränderung in der Realität. Aber die Veränderung in seinem Kopf muss dann genauso passieren. Und das hilft natürlich dann sehr.
Sehr schön. Gibt es noch ein Thema, das jemand ansprechen möchte oder dazu etwas sagen möchte? Ja, ich möchte noch etwas sagen. Wenn ich zum Beispiel den Corpus Analyzer laufen lasse, Mhm. dann habe ich Einträge und denke, da sehe ich einfach den roten Faden nicht durch. Dann gehe ich zum Aura-Coach und lasse den Aura-Coach laufen und dann vergleiche ich das miteinander, was ich beim Aura-Coach sehe und beim Corpus Analyzer. Und dann wird es sichtbar. Oder, aha, um das geht es. Also Mhm. die unterschiedlichen Programme, die ich abfragen kann, ich sehe immer denselben roten Faden drin. Das Ja, spielt keine Rolle, welches Programm das ich wähle. Und das hilft mir, wenn ich dann 1, 2 oder 3 Programme laufen lasse, dass ich mir nachher das Bild machen kann und dann weiß ich, wo es steht. mhm. Ja, ja. Ich meine, das ist nicht Voraussetzung. Im Prinzip kann man mit jedem Programm alles angehen, jedes Problem versuchen zu lösen. Aber manchmal, ja, ist man halt auf einem Weg blockiert und kommt nicht weiter. Und dann wäre halt eine andere Herangehensweise jetzt zum Beispiel eben über den indisch-tantrischen Weg der Aura, wo es eben um solche Lebensblockaden geht, auch eine Variante. Aber ich denke, du hättest auch einfach dem Corpus Analyzer vertrauen können und sagen, da steht das und das in Rot. Hier muss ich mal gucken, was kann der Mensch verändern in seinem Leben. Und dann wird es irgendwann vom Roten ins Grüne gehen. Und obwohl das gar nicht sein Thema, wegen dem er gekommen ist, vielleicht betrifft, wird dieses Thema sich dann trotzdem verbessern. Und das ist das Phänomenale, was ich auch immer wieder bewundere, was passiert. Das hat ja nicht mit uns was zu tun als Firma. Wir haben das ja nicht gemacht. Das System gibt es ja einfach, das existiert und wir können es einsetzen, wenn wir es wollen. Oder wir können es nicht einsetzen. Das bleibt uns überlassen. Das ist einfach irre, was ihr da macht oder was da geht. Ich kann es auch bestätigen vom Jörg. Ja, Wenn du mehrere Programme hast, du findest da immer wieder einen Anschluss zum anderen und du kommst immer wieder weiter. Das ist total spannend. Also ich ja. finde nichts Besseres von Diagnostik und ich finde es so schade, dass es eigentlich so allgemein so wenig eingesetzt wird, jetzt in der Medizin zum Beispiel. Die Mhm. wären viel schneller, viel weiter und ging alles viel Mhm. schneller. Aber mit der Psychologie, du bist viel schneller auf den Punkt. Die kommen Mhm. immer, dann bringst du die in der ersten Sitzung zum Weinen. Da sagen die, ja, woher wissen Sie denn das jetzt alles so? Mhm. Wie gibt's Ja. das? Und sonst sitzen sie beim Psychotherapeuten eh mal 10 Sitzungen. Ich denke, es ist einfach ein Bewusstseinsproblem. Wir müssen uns alle in dieser Richtung entwickeln, dass wir der Bewusstseinsveränderung in uns viel mehr Raum geben. Es gibt ja diese Ja. 2 Wege. Man kann erst Menschen von Schmerzen befreien und dann mit ihnen reden, warum sind wir hier, was ist wichtig für dein Leben, was ist notwendig, dass wir hier verändern. Und es gibt auch den Weg, dass man teilweise Menschen hat, die schon so denken und dann hinterher löst sich manchmal alleine die Belastung, weil sie Mhm. sich einfach anders verhalten oder weil sie einfach anders denken. Aber Ja. trotzdem brauchen wir die Systeme. Das kann ich auch unterstützen. Mhm. Ich wünsche euch noch einen richtig schönen Abend und eine schöne Woche und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Danke, Tschüss. miteinander. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Dankeschön. Dankeschön. Tschüss, danke. Tschüss.